Glück auf, liebe Aktienfreunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Die BDCs schießen ihre Zahlen hier also Schlag auf Schlag raus sozusagen. Wir, oder ich habe heute zwei schon angeguckt und übertragen, nämlich einmal Blue Owl und einmal Triple Point. Einer von beiden hat mir ganz gut gefallen, der andere nicht so sehr. Könnt ihr jetzt raten, wer ist? Wir fangen erstmal mit Triple Point Venture Growth an. Ein Venture Capital BDC, steckt schon im Namen drin, der ja in der Krise steckt sozusagen, hohe Ausfallraten hatte, letztes Jahr Dividende gekürzt, Net Investment Income ist geschrumpft und jetzt gab es die Überraschung schon vor 14 Tagen. Zusätzlich zu der geschrumpften Dividende, Schrumpfdividende, gibt es jetzt plötzlich eine Supplemental Distribution, also Extra-Dividende von 2 Cent in diesem Quartal. Nanu, dachte man da, was ist denn da los? Gibt es jetzt ganz gute Zahlen? Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Also hier der Supplement hier zum Earnings Call, den gucken wir uns dann auch noch an. Wie üblich erstmal der Einstieg über meinen eigenen Exposure sozusagen. Ich habe 2000 Anteile an der Firma. Das sind immerhin, da wollte ich hin, 50 Millionstel von dem ganzen Unternehmen gehören mir. Kauf irgendwo zwischen März 23 und zuletzt im Februar diesen Jahres. Die alten Anteile, das sind 1000 Stück, habe ich zu hohen Preisen gekauft und die neuen Anteile ich sage mal so im Dezember bis Februar, die habe ich eher so zu günstigen Kursen gekauft, um die 7 Euro, aber wir sind jetzt eher bei 5 Euro. Also es ging natürlich danach nochmal wieder stärker nach unten, obwohl mir das schon billig erschien. Aber bei die ersten Anteile, die habe ich eher so bei 11, 12 Euro, glaube ich, gekauft, sodass ich im Schnitt jetzt bei 9 Euro bin. Aktuelle Kurs 5,75. Die Zahlen sind positiv aufgenommen worden, wurden gestern nachbesslich veröffentlicht. Dann gab es auch einen Earnings Call. XIR bei mir minus 16%, nichts zu machen. Dividende mit der gekürzten Dividende bei 92 Cent im Jahr. Das würde mir also eine Jahresdividende von 1600 Euro geben mit dem aktuellen Kurs natürlich. Gestern 3,4 oder heute 3,4% gestiegen. Wie gesagt, die Zahlen sind gar nicht schlecht aufgenommen worden. Ja, Spoiler, von den beiden, die ich da angesprochen habe, ist TPVG nicht der mit den ganz schlechten Zahlen. Ob die jetzt so super gut sind, das habe ich auch nicht gesagt, aber einer hat schlechte Zahlen. Im Moment hat das Ganze einen Wert von knapp 10.000 Euro und investiert habe ich 18.000 Euro, das ist natürlich schon mal herbe. Zwischenverkäufen 400 Euro verdient und 3.600 an Dividenden in der ganzen Zeit. Das ist so die Hälfte von dem, was hier an Verlusten steht. Also da muss ich noch ein bisschen drin bleiben in dem Wert und ab und zu denke ich auch mal wieder an einen Nachkauf. Man hätte den ganzen Bums hier auch für 4,60 oder so kaufen können. Jetzt ist schon wieder ein bisschen angezogen. Aber es ist mir eigentlich auch ganz lieb. Es ist immer noch ein Schnäppchen, das werden wir aber sehen, wenn wir auf das NAV sozusagen schauen. Kursverlauf, den habe ich jetzt ein bisschen geschildert. Hier sehen wir also den Kursverlauf von TPVG im letzten Jahr. Gehen wir ruhig mal 2 Jahre zurück und dort haben wir hier den Spitzenplatz hier sozusagen mit 11 bis 12 Dollar. Dann habe ich gekauft, hier fängt 24 an, also ich habe sogar noch davor gekauft. Können wir mal hier so ein bisschen gucken. Ersteinstieg bei mir war hier so im Bereich, der hat 11 bis 12 Dollar so ungefähr. Da war da auch der Dollar ungefähr 1 Euro, 11 bis 12 Euro. Und dann ist das mit der Bekanntgabe der Zahlen hier ging das dann erstmal runter. Ich glaube schon, Ende Q3 2024 oder spätestens Q4 war klar, da haben sie dann die Dividendenkürzung bekannt gegeben und so weiter und so weiter. Also schon vorher, wenn man hier wirklich einen 5-Jahres-Chart sich mal anschaut, ja, da haben wir eigentlich einen permanenten Abstieg. Es war schon vorher eigentlich klar, wenn auch nicht jedem, also mir zum Beispiel nicht, es war schon vorher eigentlich klar, dass wir hier im Abwärtstrend sind, was die Einnahmeseite und den Net Asset Value sozusagen angeht. Ja, und jetzt mal so auf 6 Monatssicht, da hatten wir mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, 7 Dollar, das ist deutlich unter NAV, da kann man noch mal nachkaufen.
glaube, ich habe sogar hier in dem Bereich, wo haben wir den? Februar, März, hier habe ich so nachgekauft. Das schien mir sehr billig zu sein. Aber nach billig kommt noch billiger. Und insofern ist das dann unter dem Einfluss dieser Kreditkrise, die wir da im Moment haben, dann nochmal in den Bereich 5,20 gegangen, also nicht unter die 5 Dollar. Und jetzt hat man also nach der Bekanntgabe der Zahlen auch mal wieder einen Schwung nach oben genommen. Das sehen wir jetzt hier, Zahlenbekanntgabe. Wusch, das ging schon mal. Aber schon wieder vorher war das schon irgendwie bekannt, Fragezeichen. Schon vorher stieg das so langsam an. Ein Blick nach Seeking Alpha, ein Hold-Rating mit einer 3,0. Wall Street ist auch noch vorsichtiger. Ab 2,5 ist es ein Verkauf, ein Sell. Also die sind noch so zwischen Sell und Hold. Kurve haben wir gesehen, Yield bei 16%. Der Wert hatte auch, als ich eingestiegen bin, auch schon 14-15% Dividendenrendite. Also der Yield ist immer sehr hoch. Und wenn die Dividende gekürzt haben, war eigentlich klar, dass der Kurs auch runtergehen wird, damit wir wieder eine Dividende von 16% kriegen. Das ist auch genauso passiert. Ja, hier sieht man also es ist noch kein Turnaround, dass man sagt, außer bei den Dauerbullen, dass man sagt, hier sollte man jetzt wieder reingehen. Hier gibt es sogar noch einen Sell. Ein weiterer Dividendenschnitt steht um die Ecke sozusagen oder steht kurz bevor. Ja, so viel erstmal zur allgemeinen Übersicht. So, mit etwas Schwierigkeiten schalten wir jetzt um auf die Tapete, die ich hier zusammengezimmert habe. Investmentvolumen, das ist erstmal positiv, hat sich gut entwickelt in Q3. Wir haben also eine 11% Zunahme gegenüber dem Vorquartal. Das heißt, es geht zumindest was die Volumina angeht wieder aufwärts. Nicht? Wir waren hier bei 950 Millionen Dollar fast bei der Milliarde angekommen und dann rauschte eigentlich der Bestand nach unten. Man kriegte keine neuen Darlehen mehr vergeben und alte Darlehen, insbesondere die Unternehmen, die gut funktionierten, Liquidität hatten, haben ihre Darlehen in der Hochzinsphase schnell zurückgeführt. Und so wurde das Portfolio nicht nur immer kleiner, sondern auch immer schlechter. Und das ist eben auf Dauer auch nicht gesund. Tiefpunkt 676, schon in Q1 2025 ging es ein ganz bisschen aufwärts, dann plus 30 Millionen und jetzt nochmal plus 80 Millionen. Wenn wir nachher auch in dem Report nochmal sehen, dass sie da sagen, okay, das ist wirklich ein interessantes Q3 gewesen, was überhaupt die neuen Aufträge hier angeht. Nicht? Wir haben ja 3 verschiedene Möglichkeiten, wie investiert wird, über Darlehen, über Eigenkapitalbeteiligung, die man kauft bei den Kunden und dann noch über Optionen in den Startups. Man sagt, okay, ihr kriegt 500.000 oder 300.000 Dollar, wir kriegen eine 10% Option und wenn ihr dann in 5 Jahren an die Börse geht oder in 8 Jahren, dann kann die plötzlich sehr viel wert sein. Das sind diese Warrants oder auch Optionen, würde man im Deutschen sagen. Ja, Mittelwert hat sich nicht groß geändert, aber mit den Mittelwerten ist immer so eine Sache hier bei mir. Wenn die das nicht veröffentlichen, glaube ich, haben 49 Darlehen, die sie vergeben haben und 52 Equity-Beteiligung. Cashbestand ist geschrumpft. Ja, man hat alles, was man an Mitteln hatte, auch aus den Revolver-Finanzierungen, hier in die Finanzierung dieses Zuwachses gesteckt. Denn man kann ja keine neuen Aktien rausgeben. Der Aktienkurs an der Börse hängt so weit unter dem Net Asset Value, dass sich das nicht rechnet sozusagen und sehr schädlich auch wäre für den Net Asset Value, wenn ich also mit Börsenpreisen, die weit unter dem Net Asset Value sind, neue Aktien begebe, dann schrumpft der Net Asset Value aller Aktien und das wäre, glaube ich, nicht das richtige Signal, was man den Aktionären mitgeben will. Von daher neue Aktien im Moment keine Chance, sondern man muss Fremdmittelfinanzierung benutzen. Das heißt, die Ausleihungen sind hier um 40 Millionen gestiegen, plus 9,3%. Und das, was man noch an Liquidität hat, da hat man auch hier 40 Millionen nochmal rausgelassen, 80 Millionen. Dann haben wir schon diese Differenz von 80 Millionen, die hier steht. Die ist also aus Cash plus dem, was noch in den Revolver-Finanzierungen drin war, so würde ich das mal sagen. Eigenkapital hat leicht zugenommen. Wir gucken uns gleich den Gewinn an. Die Eigenkapitalquote ist natürlich dann runtergegangen, weil einfach mehr Fremdmittel jetzt gezogen sind. Kommen wir zu den Einnahmen.
Ich würde sagen, um 22 Millionen rum. Ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass man mit diesem Zuwachs, den man hier gesehen hat, noch nicht den hat man noch nicht in die Zinseinnahmen überführen können. Ich denke, das wird in Q4 ein bisschen passieren. Also, wahrscheinlich ist das relativ spät in Q3 abgeschlossen worden und so dass die ersten Zinsen auch erst im größeren Maße in Q4 anfallen. Ähm, also, ist aber eine Vermutung jetzt nur von mir, denn wir haben ja noch mal 'n Rückschritt um 1,6%. Ja, dann haben wir zum anderen das war zum einen und zum anderen, die Einnahmen auf die Investments eben auch unnatürlich niedrig, würde ich sagen. Das hängt auch mit so Periodenabgrenzungseffekten zusammen, die ich eben beschrieben habe. Ich gehe davon aus, es wird im nächsten Quartal wird hier wieder eine 12,9 oder 13 stehen. Das wird immer noch ein bisschen niedriger und für 'n, Venture Capital BDC, da werden sie das Schlusslicht sozusagen bilden von den dreien, die ich da habe, vermutlich. Ja. Dann haben wir hier auch noch, Werte gehabt in der Hochzinsphase 15,7, 14,8. Was haben wir denn hier davor? 2021 bei Niedrigzinsen immerhin 'ne 11,7. Die 14,4 kann ich jetzt schlecht zuordnen, wie sehr das hing, glaube ich, mit Abwertungen dann auch zusammen, wie das sehr das mit der Covid-Situation auch, in Relation irgendwie stand. 11,7 hatten wir hier auch in der Niedrigzinsphase in 2021. Da spielte in den USA die, Corona Seuche da nicht mehr so eine große Rolle wie hier noch in Europa. So, die, Zinsausgaben sind nur leicht gestiegen, aber hier, muss ich sagen, rechne ich damit, dass wir auch in Q4 'n stärkeren Anstieg sehen werden, sodass hier der Eindruck, den man hier hat, die Zinsen werden hier um 0,5% gesunken. Das wird auch mit solchen Periodeneffekten, je nachdem, wann die Revolverfinanzierungen entnommen wurden. Ich gehe auch hier davon aus, dass es erst zum Ende der Periode hin war. Deswegen haben wir hier so einen Abfall. Das wird also auf 7 Millionen oder 7,2 oder sowas ansteigen im nächsten Quartal. Das werden wir in 3 Monaten sehen. Andere Ausgaben, die sind, wieder niedrig ausgefallen. Wir haben bei Capital Source West, die haben ja sehr niedrige Kosten, haben wir 'ne 7 Millionen stehen, die sind ja hier noch drunter. Das liegt aber nur daran, dass die Verwaltungsgesellschaft auf die Abrechnung von Incentive Fees, also ertragsabhängigen Gebühren verzichtet. Ähm, Nun, wenn man denkt, das ist ja sehr nett, na ja, zum einen wollen sie natürlich überhaupt das Ergebnis noch retten und zum anderen haben sie ja auch angefangen, Aktien aufzukaufen von DPVG und die werden sich das über den Zuwachs dieser Aktien in den nächsten 2 Jahren mit Sicherheit wieder rausholen, was sie jetzt hier verzichten und dadurch den Kurs auch stabilisieren. Also, wenn sie jetzt hier noch 2 Millionen Incentives Fees abgezogen hätten, dann, wäre der Laden sähe es ganz duster aus. Dann kommen wir zum Net Investment Income. Das ist das schlechteste der letzten 6 Quartale, muss man einfach mal so sagen. Hier die 10,3. Ähm, ja, beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich rechne hier auch damit, dass wir durch diese Periodeneffekte mehr Einnahmen haben werden in Q4. Dann wird das Net Investment Income steigen und wir werden da wieder eine 11, 11,5 vielleicht sehen im nächsten Quartal. Dass wir da so einen leichten Aufwärtstrend haben. Net Investment Income hochgerechnet 20% unter Vorjahr. Immer schon 25% unter Vorvorjahr. Also da rumpste es schon ordentlich nach unten, was also das operative Ergebnis anging. Bei den Bewertungsänderungen ähm, da haben wir dreimal eine positive, im Moment noch keine negativen. Hier ist natürlich die größte Negative auch erst in Q4 gekommen. Aber auch die 3 Quartale vorher, wenn ich das so im Kopf rechne, standen auch schon unter Wasser. Und das ist das Q1 sehen wir jetzt nicht, Q2 und das hier. Und wenn ich die 19,8 hier von den 22, das ist immer noch ein Negativergebnis. Ja, der Gewinn ist dadurch, dass wir jetzt so positive Wertungskorrekturen haben, ganz gut ausgefallen. 15 Millionen, das liegt über der Dividendenauszahlung. Und damit konnte eben auch das Eigenkapital, das haben wir hier oben ja gesehen, von 349 auf 356 gesteigert werden, einfach indem wir ein relativ gutes Ergebnis haben, also 'n Buchhaltungsgewinn. Ähm, Aktienbestand hat sich nicht groß geändert, vielleicht ein paar Managementaktien. 80.000 Stück sind da, glaube ich, dazugekommen, ja, in etwa. Kurs 5,77, da steht der Kurs ja heute noch bei 5,77 oder heute wieder, nach dem Kursanstieg von heute. Dann haben wir den Buchwert je Aktie und das ist mal positiv. Hier haben wir noch einen Schritt von 1 Cent plus, dann 3 Cent und jetzt haben wir 14 Cent plus, das ist sehr positiv. Also, ich denke, damit hat jetzt nicht jeder gerechnet, dass der Buchwert um 14 Cent, 1,6% ansteigen wird. Hm,
äh, umso erstaunlicher ist dann natürlich eben auch dieser Abstand von 15,70 auf 8,79 sind wirklich $3, die es den Wert an der Börse günstiger gibt, als was dieser interne Buchwert darlegt. Also im Moment versöhnt mich das wieder etwas mit dem Wert. Da könnte man eben durchaus, auch wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich hier noch was dazu kaufen, aber habe ich im Moment nicht. Gewinn je Aktie ist deshalb mit 38 Cent deutlich über der Dividende von 23 Cent und das Net Investment Income liegt immerhin 3 Cent drüber, nicht viel. Wir lagen jetzt 3 Quartale hier zweimal unter der Dividende, dann wurde die Dividende zum zweiten Mal gekürzt und wir liegen jetzt wieder 3 Cent drüber, aber der Gewinn hat hier eigentlich immer gut drüber gelegen. Dadurch baut sich das Eigenkapital ja auch wieder ein bisschen auf. Und der Net Asset Value steigt. Das ist ein ganz wichtiges Signal, würde ich sagen. Ja, 2 Dividendenkürzungen von 40 auf 30. 40 war natürlich super. Einfach 2000 Aktien mal 40 Cent sind $800, die ich da jedes Quartal bekommen habe. Jetzt sind wir bei $460 angekommen. Aber es gibt jetzt ja diese Sonderdividende von 2 Cent. Sind nochmal $40 obendrauf. Also 460 plus 40 sind dann $500, die ich nächstes Quartal kriege. Dividende vom Gewinn 61%, das ist super. 90% vom Net Investment Income, das ist okay für den BDC. Und die Dividende vom Kurs 16% ist halt sehr hoch. Aber das liegt nur daran, dass der Kurs so niedrig ist. Die Dividende an sich, gemessen am NAV, ist ja dann auch deutlich niedriger. Das ist dann irgendwo ein Dollar gemessen an, wo sind wir bei 8, also 12, ja, 11% Dividende. Wo ist denn das NAV? Kann ich nicht gucken. Da, 11, ich sage mal 11% Dividende am NAV. Das ist eher normal für ein BDC. Die 16% kommen durch die schlechten Kurse. Muss man immer so ein bisschen unterteilen. Nicht? Also wir haben den Euro, der drückt uns runter. Dann haben wir den Unterschied zwischen dem NAV und dem Kurs an der Börse. Und dann haben wir das NAV selber, wächst das oder schrumpft das. Das sind so die drei. Sehen wir auch bei den Closed-End Funds, die drei. Manchmal laufen sie alle in dieselbe Richtung nach unten. Aber hier haben wir ja den Effekt, dass zumindest das NAV jetzt mal so ein ganz bisschen wieder angefangen hat zu steigen, nach den Rücksetzern, die wir hier ja auch durchaus gesehen haben. Von $8 auf $7. Das ist schon von $10,70, nee, das ist der Kurs, Entschuldigung, ich wollte hier unten gucken, von 29 auf 40 Cent verloren in einem Quartal. Hier haben sie übers Jahr gesehen $2,60 verloren im NAV in 4 Quartalen. Das sind auch in jedem Quartal im Schnitt, könnt ihr euch selber ausrechnen, 60, 65 Cent, die sie da verloren haben, in jedem Quartal. Also von daher ist hier eine Stabilisierung und ein leichter Anstieg jetzt über 3 Quartale muss man schon positiv vermerken. Der Vergleich mit den Kollegen, da haben wir zum einen hier Hercules und Trinity, alles Venture Capital BDCs, alle größer, alle besser. Ich würde mal sagen, die beiden spielen in der ersten Bundesliga und Triple Point Venture Growth ist im Abstiegskampf der dritten Liga. Von daher ist der Vergleich so ein bisschen unfair und ist einfach auch viel kleiner. Trotzdem haben alle ihren Assetbestand jetzt gut weiterentwickelt. Das hängt auch damit zusammen, dass das kam im Earnings Call auch raus. Es gibt immer mehr Anfragen aus dem AI-Bereich. AI, KI, das ist im Moment das Thema. Da werden viele Unternehmen gegründet. Es gibt viele Investoren, die dann in diese Neugründung mit co-investieren. Und dann besorgt man sich halt auch nochmal Venture-Kapital aus den 3, es gibt ja noch mehr, aber aus den 3, die ich hier so angucke. Also AI ist da auch ein ganz wichtiges Thema für Neugründung. Eigenkapitalbestand ist der schlechteste von den 3. Hebel ist der größte. Ja, ist jetzt auch alles nicht überraschend. Einnahmen gemessen an den Assets ist zu niedrig. Lass uns hier mal annehmen, dass hier wieder eine 13 stehen würde. Dann wäre man auf dem Niveau von Hercules. Die ja aber auch immerhin hier eine Zunahme von 17% im Assetbestand haben. Also, was kaufe ich an der Börse von Net Investment Income? Mit meinem Kaufpreis, das ist natürlich super hier mit 17%, 18% fast. Das ist bei den beiden anderen schlechter. Das liegt aber nur an dem Börsenpreis, weil der so niedrig ist. Der Zinsaufwand von den anderen, das finde ich noch okay, unter 30%, wird aber nächstes Quartal hier eine 32 mit Sicherheit haben. Das denke ich, kann man schon abschätzen. Also, dass wir hier noch unter 30 sind, ist eher erstaunlich. Müssen jetzt mehr Fremdmittel gezogen werden und die Zinswirkung von den neuen Fremdmitteln, die kommt nächstes Quartal. Die wird hier durchschlagen. Dann wird uns ein bisschen was fehlen
an der nächsten Zeile, Net Investment Income an den Einnahmen, das wird sinken. So wie das hier steigt, sinkt das hier. Also lasst da mal 2% zu, dann sind wir hier bei 43,5. Dann ist noch okay für mich. Dafür, dass der Wert so günstig an der Börse ist. Ja, 48,6 bei Trinity und absolut der beste Wert von allen BDCs bei Hercules, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da Main Street drüber kommt, aber neue Zahlen von Main Street habe ich noch nicht gesehen. Preis pro Buchwert 34%, das gilt ja aktuell auch, das sind die $3, die ich da gesprochen habe. Dividendenrendite hoch. Dividende, ja, hier kommen nochmal 2 Cent im nächsten Quartal dazu. 94 wird die Jahresdividende werden, ist egal, haben wir 34%. Wir schauen jetzt nochmal kurz in den Bericht zum Earnings Call. Ja, hat man gesehen, 23 plus 2 wird ausgezahlt. Man hat also 421 Millionen Dollar Termsheets abgeschlossen. Das ist natürlich sehr gut. Bei einem Assetbestand von 800 Millionen, also 50%. Man hat davon 180 gefundet in Q3. 14% Anstieg ist der größte Betrag in über 3 Jahren. So, und davon sind 88, ist nicht gefundet, ist geclosed, also unterschrieben. Ne? Termsheet heißt nur, dass man in Verhandlungen geht. Geclosed heißt, ja, wir werden das machen, ihr müsst jetzt noch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Und gefundet ist die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte davon. Und das ist immer noch ein großer Anstieg, das hatten wir auch gesehen. 10 neue Portfolio-Companies sind dazugekommen. Im Schnitt zahlen die jetzt aber nur 11,5% Zinsen auf die Darlehen, die sie hier bekommen. Das ist aber auch, das haben wir bei allen BDCs gesehen, was neu abgeschlossen wird, ist ein bisschen tiefer als das, was wir im Bestand sehen. Und der gesamte Bestand des Darlehensportfolios, der geht auf 13,2. Da sehen wir schon mal 1,7% Unterschied. Also wenn die Gefundeten ziehen dann den ganzen Durchschnitt immer weiter nach unten. Das wird auch im nächsten Quartal so sein. Ja, ne, das haben wir alles schon besprochen. Da müssen wir auch gar nicht so drauf gehen. Dann haben wir noch die Ausschüttung 23 und 2% Supplemental. 30.12., das ist pünktlich zum Silvester, gibt es das Geld. Der Sponsor oder die Verwaltungsgesellschaft hat jetzt 600.000 Aktien gekauft. 12 oder 14 Millionen Dollar wollten sie ausgeben. Sagen wir 600 mal 6 sind ungefähr 4 Millionen haben sie, dann sind noch 10 Millionen übrig. Da kriegen sie so in der Größenordnung 1,8 bis 2 Millionen Aktien wollen sie noch kaufen. Okay, ist eine ganze Menge. Können sie jetzt nicht machen, weil es jetzt so eine Blackout-Periode gibt. Oder weiß ich nicht genau, ich glaube es jedenfalls. Es ist ja kein Aktienrückkauf, aber es ist trotzdem Insiderhandel. Ich glaube, das geht nicht um die Veröffentlichungstage herum. Achso, hier steht das aber auch nochmal. Die Advisor-Gesellschaft, hier Triple Point Advisor, bestätigt, dass der Verzicht auf dieses Einkommensvieh fürs ganze Jahr gilt, Fiscal Year 2025, und wird dann auch für 2026 verlängert. Hat zugestimmt, das zu erweitern oder zu extenden, also auszuweiten, diese Verzichtsperiode bis zum Ende des Fiskaljahres 2026. Also die Gebühren, die anfallen, werden weiterhin so in der Größenordnung 5,5 Millionen liegen. Das ist auch ganz gut so, sozusagen. Von den ganzen Unternehmen, die sie betreuen, sind 13 Unternehmen in private Finanzierungsrunden gekommen. Die meisten von diesen Venture Capital Firmen verdienen ja nicht genug Geld, um sich am Leben über Wasser zu halten. Die würden also gleich absaufen. Die brauchen also alle 6 bis 12 Monate eine neue Finanzierungsrunde mit ihren Investoren. Und dann wird wieder gefragt, wer gibt was, wir haben das und das erreicht, das sind die Ziele für die nächste Runde. Und dann wird wieder Geld freigesetzt, das ist so das normale Geschäft. Und von daher ist es wichtig, auch aus Sicht von den Kreditgebern wie TPVG, Hercules und Trinity, dass immer wieder bei deren Kunden positive Finanzierungsrunden durchgeführt werden. Denn meistens hat so ein Venture Capital Unternehmen, das hat auch meist keine Werte, da ist nichts drin, was man aussaugen kann. Die haben keine Fabrikanlagen oder ja, sind irgendwelche Dudes, die um einen Konferenztisch sitzen und PowerPoint-Präsentationen, die kann man pfänden hinterher, aber das bringt nichts. Ja, die haben auch wieder ein Rating, Triple B-Rating bekommen. Okay, ja, es ist so knapp über dem, was gerade noch zulässig ist als Investment Grade.
Spillover-Einkommen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, 1,07 ist nicht so wenig. Trotzdem haben sie ja ihre Dividende gesenkt. Die hätten natürlich auch versuchen können, hier mit dem Spillover durch diese Phase zu kommen. Aber mir ist es ja eigentlich recht, dass sie jetzt mit der Dividende auf 23 runtergegangen sind und dann eher die Chance haben, ihr NAV wieder so langsam nach oben zu entwickeln. Wenn sie das Spillover benutzt hätten, wäre das NRV ja immer weiter gesunken. Das will ich eigentlich auch nicht als Aktionär. Es gibt eine hohe Nachfrage nach hochqualitativen Venture Growth Unternehmen im AI, Software und anderen attraktiven Sektoren, um die hier auch ja, ins Investmentportfolio genommen wird, hat Jim Labe, das ist der Gründer und CEO von TPVG gesagt. Höchste Niveau in den letzten 11 Quartalen, was man im Moment hier an Bewegungen im Markt sieht. Oder auch in den Unterschriften für TPVG. Ja, man wird also weiter skalieren, wachsen und so weiter. Das ist gut und damit kann man auch ein bisschen wieder, das ist der Spruch wie bei allen BDCs, über das Wachstum im Assetbestand kann es leicht gelingen, den Rücksetzer im Zinsniveau sozusagen auszugleichen. Ja, über die Details haben wir schon gesprochen, will ich jetzt gar nicht so lange rumsuchen da drin. Hier wird die Portfolioentwicklung dargestellt, vielleicht interessant. Das zu Payment in Kind ist leicht gewachsen von 11,8 auf 13,8 Millionen. Okay, ist nicht so schön, aber auch nicht so ungewöhnlich. Die vorzeitigen außerplanmäßigen Rückzahlungen sind deutlich zurückgegangen von, das war ja ein Problem in 2023 und 2024, von knapp 120 Millionen auf 80 Millionen in 3 Quartalen, in 9 Monaten. Das ist positiv, das stabilisiert das Portfolio. Also das hängt aber jetzt auch mit der Entwicklung der Zinskurve zusammen, Zinsen nach unten und schon haben auch ist der Wunsch nicht mehr so groß, wahrscheinlich aus den Hochzinsen hier irgendwie rauszukommen für die Kunden. Denn die meisten von diesen Finanzierungen sind ja variabel finanziert. So wie die Zinsen runtergehen, sparen die auch Zinsen als Kunde. Kommt leider auch weniger bei TPVG oder bei den anderen Venture Capital BDCs an. Termsheets sind viele unterschrieben worden. Es ist einiges gefundet, das hat man schon angeguckt. Der Waiver trägt. Ich glaube, in den Zahlen kann man auch sehen, wie groß, auf welchen Betrag die verzichtet haben. Wir haben jetzt die Portfolioqualität gegenüber Ende letzten Jahres ist ein bisschen schlechter. Wir haben jetzt hier nur $56.000 in der schlechtesten Klasse. Jetzt ist es immer noch eine Firma, aber mit 4,2 Millionen. Wahrscheinlich ist eine von oben nach unten gerutscht. Und in der vorletzten Klasse sind wieder 5 drin. Die stehen jetzt aber etwas höher. Also hier unten hat es sich ein bisschen verschlechtert. Auf der anderen Seite in der zweitbesten Klasse sind jetzt 5 Firmen mehr drin. Ganz oben hat sich nicht viel geändert. Von 51 auf 800 hat sich auch ein bisschen gesteigert. Also die Ränder haben hier zugenommen, sozusagen. Sowohl nach unten wie auch nach oben. Viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ja, Liquidität haben sie im Moment ausgeschöpft. Können wir nochmal gucken. Wir haben hier diese Notes, da sind die 2025, die sind zurückgezahlt, ich glaube aber schon im Vorquartal. Und 2028 haben sie neu aufgenommen. Nun wird man sehen, ich denke, die brauchen weitere Fremdmittel. Vielleicht kriegen sie nochmal ein Darlehen in irgendeiner Form, können nochmal Notes begeben. Dann ist irgendwann der Moosepot auch um. Ich glaube, es gibt Regularien, bis wohin die sich fremdverschulden dürfen. Ich meine, die Promissory Notes und sowas müssen bei Closed-End Funds und auch bei den BDCs immer mit doppelten Assets gedeckt sein. Also wenn ich eine Schuldposition von 100 habe, muss ich mindestens 200 in den Assets drinstehen haben. Und wenn das unterlaufen wird, das ist so eine der Regularien von diesem Investmentprodukt, dass die darstellen, nur deswegen sind sie auch steuerfrei sozusagen. Und wenn das unterlaufen wird, dann müssen sie anfangen, Assets zu verkaufen und die Schulden zurückzuzahlen. Also das ist ähnlich ist es bei den Closed-End Funds. Von daher können die eigentlich nicht pleite gehen, weil es kann nie in eine Situation kommen, dass denn diese Notes können auch nicht von außen gekündigt werden. Ne? Die sind einmal an der Börse und da kann nicht viel passieren. Dieser Revolving Credit, der kann von außen gekündigt werden, das ist richtig. Die können natürlich auflaufen zu einem gewissen Zeitpunkt, da muss man die bedienen. Aber wie gesagt, man muss da
auch eine gewisse Asset Base da gegenüberstellen. So, ich wollte ja noch mal auf die, Einkommenssituation schauen, da wo wir da diesen Waiver haben. Also, hier haben wir zum Beispiel ähm, die, Income Incentive Fees wären 2 Millionen, ja, doch, hatte ich richtig im Kopf. Und, im Ganzen, ja, in einem Quartal 2 Millionen, auf die verzichten sie dann aber hier unten. Das haben sie jetzt so ein bisschen getrennt, dass man erst mal sieht, was wäre rausgekommen, wenn die da gewesen wären, dann wäre das Net Investment Income nicht 10,3, sondern nur 8,3 Millionen in etwa gewesen, 8,25. Ja, das wäre schon mal noch mal 'n Schlag niedriger und würde wahrscheinlich nicht ausreichend sein, um das wäre zumindest sehr unbefriedigend. Da hätte man die Dividende noch deutlich tiefer kürzen müssen. Ja, haben wir eigentlich alles besprochen, was jetzt so wichtig ist? Sind wir durch? Ja, ich glaube schon. Dann können wir noch mal einen letzten Blick hier nach Seeking Alpha riskieren. Ne, da nicht hin. Da stehen wir im Moment bei +3%, 5,72 $. Okay, also der erste Aufschwung ist schon ein bisschen wieder abgebröckelt, wo wir hier bei 5,77, aber nichtsdestotrotz, Zahlen sind positiv aufgenommen worden. Finde ich gut, finde ich auch in Ordnung. Und wie gesagt, mein Wunsch wäre hier so auf die 6 $ schon mal zu kommen. Ob ich da wann noch mal nachkaufe, weiß ich nicht. Es hängt jetzt auch davon ab, was ich für Geld frei habe und, ja, es gibt viele Nachkaufgelegenheiten im Moment einfach bei den Werten, die ich da so im Auge habe. Es ist, klar, es gibt auch Werte, die ich jetzt nicht nachkaufen würde unbedingt, aber, ähm, FSK zum Beispiel oder TPVG könnten solche Schnapper sein, die im Moment an der Börse übermäßig unterbewertet sind sozusagen und wo man eigentlich denken kann, dass das Management dieses Schiff wieder hinschaukelt. Ist jedenfalls meine Meinung dazu. Kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Like da lassen, Kanal abonnieren. Und ich muss jetzt noch das Video zusammenkleben. Ich glaube, für heute reicht es mir dann auch. Wie gesagt, es sind mindestens noch 2 weitere, haben was veröffentlicht. Also da herrscht im Moment wirklich kein Mangel.